Du möchtest Optionen handeln, hast aber keine Zeit und oder Lust, das aktiv zu betreuen. Du möchtest einmal deine Sachen eingeben und dich dann auf eine zuverlässige Software verlassen können. Dann habe ich heute genau das Richtige für dich. Ich freue mich riesig, dass der Sebastian Legrand von Options App auf mich zugekommen ist und er wird euch heute etwas Wunderbares Neues zeigen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Nicola und hallo zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier heute sein darf und hier über unser Produkt, über die Options App ein bisschen sprechen darf. Das freut mich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein Workaround. Ich zeige mal einfach alles, damit sich jeder was unter der Options App vorstellen kann. Was ist das eigentlich? Ja, wie kann man das so einigermaßen bedienen? Ich zeige ein paar Sachen. Und was kann man vor allem an Zeit sparen, vielleicht auch, weil man automatisiert handelt, statt eben manuell vorm Rechner zu sitzen, auf irgendwelche Signale wartet und vielleicht gar keine Zeit so richtig hat, um das durchzusetzen. Ja? Super. Okay, super. Also, wir sind hier direkt auf der optionsapp.de Seite. Allgemein findet man hier natürlich auch noch einige Informationen über die Features und so weiter, aber ich würde sagen, ja, dafür machen wir das Video. Ein Video sagt viel mehr als ganz viele geschriebene Worte. Ein Hinweis vielleicht vorweg, man findet hier auf jeden Fall auf der Dokumentationsseite, wenn man hier auf optionsapp.de Dokumentation geht, findet man sehr, sehr viele Texte, Inhalte und auch vor allem Lehrvideos, die wir gedreht haben, ja, wo man wirklich Schritt für Schritt rangeführt wird. Na, das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf ein Video klickt, da haben wir überall Videos hier eingebaut. Man sieht hier ein ganzes Video-Tutorial, wie man das Ganze einrichtet, einstellt und so weiter. Wir starten jetzt da, dass die Options-App bereits eingerichtet ist und eine Trader Workstation in Paper-Trading-Version ebenfalls. Die beiden können schon miteinander kommunizieren und das ist unser Startpunkt, denn sonst ja, würden wir mehr mit Konfiguration als eben mit wirklichem Live-Zeigen beschäftigt sein. Ja, so. Deswegen schiebe ich das mal weg und ja, da sind wir auch schon in der Options App. Ja, man sieht das Ganze hier, ist die Options App geöffnet. Das heißt, ich habe sie heruntergeladen, ich habe sie geöffnet, habe mich mit meinen Login-Daten, Benutzerdaten eingeloggt und dann sieht das Ganze so aus. Und im Hintergrund hier habe ich ein Paper Trading Konto offen, womit das Ganze bereits verbunden ist. Ja, generell nochmal, die Options App ist ja dafür da, um vorhandene Strategien, die man hat, die man vielleicht wöchentlich umsetzt, die man täglich umsetzt oder vielleicht sogar 0 DTE handelt, ja, im Optionenbereich, wie auch immer. Das heißt, wenn man regelbasiert immer wieder Trades aufsetzt und zu gewissen Bedingungen auch wieder schließt, dann ist es ein Riesenvorteil, weil das hier einfach automatisiert nach Plan, nach vorgegebenen Regeln umgesetzt werden kann. Komplett unemotional, ja, dass man das Ganze natürlich auch in einer hohen Frequenz letztendlich ja, laufen lassen kann. Man muss natürlich auch das Ganze kontrollieren. Ja, das ist jetzt kein Freifahrtschein, aber ist eben eine Riesenhilfe, das entsprechend so zu gestalten. So, und ich mache das Ganze jetzt mal hier auf Vollbild. Dann sehen wir die Options-App in voller Pracht. Im Moment ist nichts konfiguriert. Ich habe hier eine sogenannte neue Session angelegt. Und wir sehen zunächst einmal hier oben, das ist die Statusleiste, wo man auch die Uhrzeit sieht. Ein paar andere Buttons, die ich jetzt nicht näher erkläre. Erstmal das Wichtigere, dass eben hier ein grünes Symbol ist, ja, das Connect-Zeichen, dass hier eben alles verbunden ist, dass er sich die Data Lines sieht und so weiter. Das heißt, dieses Programm ist offen, die Options-App und die TBS ist offen und die beiden sind verbunden. Das ist übrigens auch eine Voraussetzung, dass eben beides offen ist, um eben immer alles auch ausführen zu können. Das hier ist die Dashboard-Ansicht. Da komme ich gleich nochmal zu. Da sind eben alle Trades drin, die jetzt gerade ausgeführt werden oder am Tag auch noch ausgeführt werden sollen. Im Moment sehen wir hier unten eine leere Tabelle. Das wird sich aber gleich ein bisschen mit Leben füllen. So, deswegen gehe ich jetzt hier in Configuration rein und auch hier sieht man im Moment noch nichts großartig und wir werden jetzt einmal ein neues Template anlegen auf der linken Seite und das dann in eine Strategie, in den Zeitplan der Strategie reinschieben. Was das genau bedeutet, glaube ich, wird am besten klar, wenn ich das Ganze einfach anlege. Zunächst einmal Template. Ich gehe hier auf Plus, das heißt, ich möchte ein neues Template anlegen. Ein Template ist quasi die Strategie, also wie soll die Strategie zusammengesetzt sein? Ja, ich könnte ein Spread handeln, ein Iron Condor, ein Reverse Iron Condor, ein Long Straddle und Strangle und alles kann man sich hier individuell zusammenstellen. Solange die TWS diese Combo nimmt bei der Ausführung, kann man diese hier konfigurieren, komplett frei, flexibel. Und wie das geht, ist, dass wir hier quasi zeilenbasiert Legs sehen. Das heißt, zunächst einmal kann ich hier im Trade-Template sagen, okay, ich möchte jetzt, wir machen einfach mal ein Beispiel, einen Put-Spread definieren. Das bedeutet, wir wollen ja ein
Short Put handeln und darunter irgendwo einen Long Put. Und das Ganze kann ich jetzt hier einstellen. Ja, ich bin hier oben drin und da ist schon standardmäßig ein Leg drin und ich kann hier eben umschalten, was ich machen möchte. Das heißt, ich sage hier zum Beispiel, gehe ich auf Sell, wird das Ganze auch rot und ich möchte hier einen Put handeln. Das heißt, ich möchte einen Put verkaufen. Nochmal kurz zur Erklärung. Alles, was ich jetzt hier eingebe, ist die Vorarbeit dafür, dass die Software später bei der Ausführung automatisch nach den Suchkriterien die Strikes auswählt, die Optionskontrakte, und diese dann entsprechend einer Regel, kommen wir gleich auch noch zu, ausführt. So, das heißt, erstmal die Strategie, die Template-Zusammenstellung weiter hier. Ich kann eine Ratio angeben, da gehen wir jetzt erstmal nicht drauf ein und ich kann jetzt auch sagen, okay, wie viel DTE-Trade möchte ich machen. Ich bleibe jetzt immer bei 0 DTE, das heißt ganz kurzfristig. Ich könnte hier aber auch 60, 90, 100 DTE eingeben. Ja, ich glaube, wir haben die Grenze bei 400 gesetzt, wobei man eigentlich auch sogar noch weiter gehen könnte. Die 400er Grenze haben wir da einfach drin, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht mal irgendwo was abgrenzen. Also da ist viel Flexibilität. Super. So, und jetzt kann ich hier eben sagen, okay, wonach soll denn die Options-App den Strike bei der Ausführung überhaupt suchen? Ja, wenn ich selber ein Regelwerk habe, wo ich zum Beispiel sage, okay, nach Prämie, das heißt, ich versuche immer ungefähr einen Strike zu verkaufen, der $3 kostet, dann könnte man das so eingeben, ja, nach Prämie gerichtet. Das heißt, der sucht jetzt möglichst nah an $3, wo ist da der Kontrakt? Mhm. Ja, wenn er zum Beispiel bei 3,10 $3 einfindet und der nächste darunter bei 2,50 $, dann nimmt er den, der näher dran ist, also 3,10 $. Ich kann aber auch sagen, okay, mach das Ganze nach Delta. Das heißt, eröffne doch den Put zum Beispiel bei Delta 20. Oder ich könnte sagen, Percentage out of the money. Das heißt, ich kann sagen, so und so viel Prozent out of the money, geh bitte und suche dort deinen Strike. Wie Mhm. auch ein reines Punkte-Offset vom ATM-Preis. Das heißt, ich könnte sagen, okay, 5 Punkte entfernt vom At the Money Price. Mhm. So, wir machen das Ganze jetzt mal mit Prämie beispielsweise, einfach nur als Beispiel und ja, wählen jetzt diese $3 aus. So, jetzt kann ich hier noch sagen, ob Nearest oder ob er eher hoch suchen soll oder niedrig. Wir bleiben mal bei Nearest. Wir müssen jetzt nicht jede Funktion hier durchgehen. Ich könnte auch noch eine Price Range vorgeben, dass ich sage, okay, bitte zwischen 2 und $4, sonst bitte mach den Trade nicht auf. Aber das lassen wir auch mal erstmal. Und jetzt kann ich eben noch ein weiteres Leg hinzufügen. Ich könnte ein Leg hier drüber hinzufügen, ein neues unabhängiges Leg, oder, das macht bei einem Spread jetzt mehr Sinn, ich könnte hier drüber ein verknüpftes Leg hinzufügen. Was ist ein verknüpftes Leg? Erstmal zunächst muss ich hier kaufen und Put sagen. Ich möchte ja einen Long Put darunter handeln. Verknüpftes Leg bezieht sich immer auf das erste Leg. Das heißt, es wird nicht unabhängig gesucht, sondern abhängig davon, wo das erste Leg ausgeführt wird, können wir jetzt ein ganz klares Punkte-Offset von dort aus vorgeben, wo es eröffnet wird. Das heißt zum Beispiel 50 Punkte unterhalb des Shorts. Ganz wichtig, das Vorzeichen beachten, ja. Es könnte katastrophal enden, wenn man hier eine plus 50 eingibt, dann wird der Long Put 50 Punkte darüber. Also ja, ordentlich mit einem ordentlichen Preis eröffnet und das wollen wir natürlich nicht. So, nun habe ich hier noch eine weitere Eigenschaft, wo ich noch mal kurz drauf komme, nämlich Use Closer Strikes. Das heißt, ich kann hier anwählen, okay, wenn du einen günstigeren, einen kleineren Spread machen könntest und der Long aber nicht mehr kostet, dann machen wir das natürlich. Ja, deswegen bietet sich das an, diese Einstellung hier anzulassen. Mhm. So, und schon haben wir jetzt eigentlich unseren Put-Spread definiert an sich. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was habe ich jetzt noch an Profit and Loss Actions? Also möchte ich einen Stop machen, möchte ich einen Early Exit machen, Take Profit, all das funktioniert. Und ich kann hier auch überlegen, worauf möchte ich das machen. Zum Beispiel könnte ich die Profit and Loss Action nur auf den Short beziehen. Das heißt, der Long würde übrig bleiben, wenn das ausgestoppt wird. Oder ich könnte aber auch hier unten auf die ganze Combo das beziehen, dass die ganze Combo ausgestoppt wird. Ich kann Profit Target definieren, könnte zum Beispiel sagen, okay, bei 50% schließe die ganze Position. Ich könnte auch noch mehrere Profit Targets hier definieren. Ja, ich könnte zusätzlich noch einen Stop-Loss definieren oder auch einen Early Exit, dass er dann und dann irgendwo, wenn man zum Beispiel einen 7 DTE-Trade hat, ja, gehe einen Tag vorher oder sowas raus. All das geht. Wir wollen es mal nicht zu kompliziert machen, deswegen bleibe ich mal hier bei einem einfachen Stop-Loss und wähle diesen an und sage jetzt hier, okay, ich könnte einmal einen fixen Stop-Loss vorgeben oder einen prozentualen. Denn wir wissen ja hier nicht, wir geben ihm zwar vor, dieser hier soll $3 kosten, wir wissen aber nicht, wo genau wird er die Ausführung finden. Und wir wissen ja auch nicht, wie teuer wird dieser Long hier werden. Das wissen wir vielleicht ungefähr, weil wir unsere Strategie kennen. Aber dieser Spread wird vielleicht für $2 gehandelt, für 2,50 $, vielleicht auch nur für 1,50 $, abhängig davon auch, wie die Long-Kosten sind. So, und deswegen können wir das Ganze prozentual machen von der erhaltenen Prämie. Zum Beispiel, ein Klassiker 200%, da möchte ich ausgestoppt werden.
Ich kann auch noch bestimmen, wie ich ausgestoppt werden möchte oder wann der Trigger kommt. Nämlich, dass der Bitpreis zum Beispiel doppelt angelaufen werden soll, nicht bei dem ersten kleinen Tick. Oder auch, dass der Mitpreis sogar angelaufen werden soll. Ja, also da kann ich auch noch entsprechende Einstellungen vornehmen. Ich kann auch eine REL-Order anlegen noch zusätzlich. Das geht auch. Das lasse ich jetzt mal wegen der Komplexität vielleicht noch mal ein bisschen beiseite für den Moment. So, und nun habe ich auch diesen Stop jetzt definiert für meinen Put Spread. Und jetzt kommen wir hier in das untere Feld. Da sind nochmal weitere Eigenschaften. Zunächst mal könnte ich jetzt hier auch ein Use Re-Entry machen. Das heißt, ich könnte sagen, wenn der jetzt zum Beispiel ausgestoppt wird, ja, also wenn der Stop-Loss gezogen wird, dann mache das gleiche Template oder ein anderes Template, was ich angelegt habe, macht es dann auf. Ja? Das heißt, ich kann da Korrelationen zwischen Trades schaffen mit den ganzen Eigenschaften, gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Und ich könnte hier zum Beispiel auch sagen, okay, eine Min-Max-Prämie für die ganze Combo. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Preis rauskommt, der mir nicht gefällt, könnte ich hier entsprechend Limits wählen. So, und die untere Zeile, die bezieht sich darauf, wie soll der Trade ausgeführt werden. Denn wir müssen ja unterscheiden, wir sind jetzt hier gerade beim SPX-Trade, das sieht man hier hinten, ich war hier beim SPX-Reiter. Der ist super liquide, gerade im 0-DTE-Bereich. Wenn wir aber andere Underlyings haben und wir wollen auch demnächst noch viele, viele Underlyings einführen bei der Options-App, dann muss man teilweise vorsichtiger sein mit der Ausführung. Und deswegen haben wir hier unten feine Adjustierungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können ganz klar sagen, Number of Attempts, also wie oft soll er versuchen, den Preis anzupassen. Wir können sagen, wie lange soll er warten, bis er wieder eine neue Anpassung macht. Und wie ist das Adjustment, also das Intervall, mit dem er anpasst. Und zudem, wo ist der Startpunkt? Soll er beim Mietpreis anfangen, beim Askpreis, dazwischen oder auch beim Bidpreis? Das können wir auch sagen. Ja? Das heißt, wir könnten hier ganz vorsichtig sagen, okay, ich fange hier irgendwo beim Bidpreis an und gehe langsam, langsam, langsam höher und kann entsprechend die Empfindlichkeit auch einstellen gegenüber dem, wie liquide mein Underlying vielleicht ist. So, ich stelle das jetzt mal so auf 4 Versuche und wir müssen auch nicht so lange warten, vielleicht so 2 Sekunden. Wie gesagt, bei dem liquiden Instrument hier ist das ganz in Ordnung und Mid-Price, das ist auch okay. Da sind wir super schnell, sollten wir da im Markt sein. Übrigens, wenn er es nicht schafft in diesen 4 Versuchen, dann wird er nochmal neu einen Loop machen. Das heißt, er fängt nochmal neu an, die Strikes zu suchen. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich schon im Markt was geändert hat und die Bedingungen dann auf einmal woanders sind. Also all das wird komplett von der Software automatisiert umgesetzt. Nun haben wir noch 2 Haken, das heißt, ich könnte auch Extended Hours handeln. Wir haben jetzt Glück, wir haben 15:55 Uhr zur Aufnahme des Videos. Das heißt, wir können jetzt wirklich mal live zur regulärer US-Handelszeit das Ganze handeln. Und ich kann hier noch sagen, okay, Use Exact DTE. Das heißt, ich sage ihm, er soll auf jeden Fall die 0 DTE genau treffen. Oder ich könnte das wegnehmen, dann würde er eine Optionskette, die am nächsten dran ist, wählen. Das macht Sinn bei 30, 60, 90 und länger DTE natürlich. Mhm. Hier kann ich es jetzt lassen, weil 0 DTE-Kette haben wir sowieso. So, nun ist der Put-Spread definiert. Das heißt, ich gehe auf Confirm und zack, hier ist mein Template drin, was ich immer wieder benutzen kann. Ich könnte dieses jetzt auch duplizieren, könnte noch einen Call-Spread machen. Wie gesagt, die wildesten Konfigurationen könnte ich hier rein theoretisch vornehmen. Nun kommen wir auf die rechte Seite hier. Bei der rechten Seite, da können wir dann die Strategie definieren. Das ist quasi die zeitliche Abfolge, wann und wie soll denn so ein Trade ausgeführt werden. Das heißt, ich gehe oben rechts erstmal auf das Plus. Es kann sein, dass man das nicht sieht wegen unseren Einblendungen. Da ist auf jeden Fall ein Plus. So, und dann können wir diese Strategie hier benennen. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt meine Zinsstrategie. So, jetzt habe ich die hier oben drin. Und ich kann jetzt die Templates, man muss sich vorstellen, auch wenn man mehrere Templates hat, die kann ich jetzt hier rüberholen in diese Strategie. Ja, einmal, zweimal, dreimal, ja, je nachdem, wie oft ich die handeln möchte. Solange ich hier oben nicht auf aktiviert gedrückt habe, ist die auch nicht aktiv, die ist nicht scharf geschaltet. Ich nehme jetzt mal einen wieder weg, ich kann das wieder löschen und dann machen wir jetzt einfach mal 2 Put-Spreads und tun so, als wenn wir die gleich handeln wollen oder wir wollen sie ja handeln, dass sie im Paper ausgeführt werden. So, zunächst einmal kann ich sagen, wann sollen die ausgeführt werden? Also zu welcher Uhrzeit? Wir haben jetzt gerade hier 9:56 Uhr. Ich stelle die vielleicht mal auf. Ich stelle mal kurz auf 10:05 Uhr, damit wir noch ein bisschen entfernt sind und den anderen auf 10:30 Uhr, nur damit man das sieht. Übrigens, das ist die US Eastern Zeit, ja, also amerikanische Zeit. Das kann man in den Settings einstellen. Wenn man das lieber als europäische Zeit angezeigt haben möchte, würde das auch funktionieren. Jetzt kann ich sagen, okay, wie lange brauchst du, um das auszuführen? Ja, bei so einem Putspread wird das sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, wenn es in einer Minute nicht funktionieren sollte, warum auch immer, dann beendet er das. Ja, dann sagt er, okay, cancelled, ich schaffe es nicht, den zu eröffnen. Ähm, Dann können wir hier noch die Anzahl sagen. Das heißt, wir könnten auch mehr handeln. Wir können auch gerne mal hier sagen, okay, wir wollen 2 Stück davon handeln.
Und hier hinten, ich gehe jetzt auf die Sachen mal nicht ein, weil es mal besondere Sachen sind jetzt mal noch die Entry Condition. Das heißt, ich könnte sagen, eröffne diesen Trade nicht einfach per se, sondern eröffne diesen nur mit bestimmten Bedingungen. Die Entry Conditions, die kann ich hier anlegen über das Plus. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, wenn beim SPX, das sind verschiedene Kriterien hier, ja, sagen wir mal der SMA in Minuten gemessen, der 10er SMA größer ist als der SMA 50 über Minuten gemessen, nur dann eröffnet diesen Trade. Das ist Entry Condition. Also was man sonst vielleicht selber so manuell nachschaut, braucht man nicht mehr, wenn man ein festes Regelwerk hat, kann man das hier implementieren. So, jetzt kann ich das auch noch verknüpfen. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch sagen, okay, und Verknüpfung, wenn jetzt zum Beispiel der WIX ja, als Wert bezogen auf den letzten Close in Minuten kleiner gleich dem Wert, also der Wert des WIX, 20 ist. Ja, da könnte ich also noch aneinander knüpfen, so gesehen. Ja. Und dann könnte ich jetzt sagen, okay, der SMA 10 in Minute, so könnte ich das jetzt benennen, aber drin bin ich frei, ist größer als der 50er und gleichzeitig soll der WIX maximal bei 20 sein. Das wäre jetzt so eine Bedingung. Da kann ich also anknüpfen, sehr, sehr viel die wildesten Sachen bauen. Übrigens, ich kann das nicht nur als Filter machen, das heißt, dass er zu diesem Zeitpunkt das erfüllt sein muss, sondern ich könnte auch in der Options-App vorgeben, warte den ganzen Tag darauf, dass diese Bedingung eintritt als Trigger. Das heißt, wenn der 10er SMA oder EMA oder wie auch immer den 50er von unten nach oben kreuzt, dann gehe in den Trade rein. Das Mhm. funktioniert auch. Ja? Kann ich das hier anlegen, dann habe ich hier diese Bedingung. Und dann ganz rechts, das könnte sein, wie gesagt, dass man das jetzt vielleicht nicht wieder sieht, da kann ich das hier quasi einstellen, dass diese Bedingung dann hier drin ist. Und der würde den jetzt auch wirklich nur eröffnen, wenn diese Bedingung auch wirklich wahr ist. Ansonsten cancelt er den. Ich mache das jetzt mal nicht, denn wir wollen ja gleich auch mal bei Live etwas sehen. So, bevor ich diese Strategie jetzt scharf schalten kann, kann ich sie hier oben, also sollte ich sie aktivieren, aber ich kann dann noch weitere Dinge eingeben. Nämlich einmal kann ich mein Konto angeben. Wenn ich jetzt Unterkonten hätte, könnte ich das auf Unterkonten auch verteilen, die verschiedenen Strategien. Und ich kann sagen, in welcher Frequenz will ich das handeln. Täglich, will ich jetzt jeden Tag um 10:05 Uhr diesen Trade, warum auch immer, aufmachen? Will ich das wöchentlich handeln? Und zwar zum Beispiel nur Montag, Mittwoch und Freitag. Das könnte ich vorgeben. Oder nur an Specific Dates. Das heißt, ich möchte zum Beispiel nur, warum auch immer zum ersten Handelstag des Monats zum Beispiel hier handeln und dort handeln. Und dann könnte ich das hier auch eingeben. Also da bin ich ziemlich frei drin. Ich mache das Ganze jetzt mal auf Daily. Ich könnte übrigens bei Daily auch Blackout-Dates reingeben. Ja, wenn Fettsitzung ist zum Beispiel, wenn es ein bisschen ruppiger ist, dann könnte ich das als Ausnahme definieren. Ich lasse es immer als Daily, damit wir das dann gleich auch entsprechend sehen. So, ich gehe jetzt hier mal auf 10:02 Uhr. Es ist aktiviert auf Daily. Das heißt, wir haben jetzt gerade gleich 10:01 Uhr, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und jetzt kann ich nochmal ins Dashboard gehen, denn diese Strategie, die jetzt aktiviert ist mit diesem Zeitplan, das sehen wir jetzt auch hier im Dashboard. Man hat sich hier etwas gefüllt. Das heißt, wir sehen den Trade um 10:02 Uhr und den um 10:30 Uhr. Das bezieht sich übrigens immer auf einen Tag. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch in der Vorschau gucken, okay, was ist mit dem morgigen Tag? Da sehen wir dann auch entsprechend diese beiden Trades. Ja, ich könnte ja auch sagen, wie gerade gezeigt, handle nur den Trade Dienstag und Mittwoch oder sowas. Dann würde ich natürlich dort andere Trades sehen. So sehen wir das jetzt jeden Tag. Hier oben sehe ich auch meine aktivierten Strategien. Das ist nur die Teststrategie. Bei mehreren Strategien könnte ich also auch individuell für den Tag sagen, ich möchte diese nicht handeln. Und hier oben haben wir eine Gesamtübersicht. Das da oben ist immer die wichtigste Zahl, ne, die Live P&L, ob die im positiven oder negativen steht. Da fängt gleich auch was an zu laufen in einer halben Minute. Haben wir hier noch ein paar Statistiken und hier oben sehen wir auch Live-Trading-Status, also den Trade-Status. Das heißt, zwei Stück warten gerade auf Ausführung. Gleich werden wir sehen, dass das eine auf Processing steht und dann auch auf Running, nämlich genau der hier. Ja? So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Und dann mache ich das Ganze mal in Teilbild, damit man dann auch sieht, okay, was passiert in der TWS? Weil jetzt wird ja wirklich dieser Trade herausgesucht, der Strikes gesucht und dann das Ganze in die TWS übertragen. So, los geht's. Wir sehen, das Ganze steht auf Processing. Er sucht jetzt hier, das sieht man hier auch im Status, mit der ersten Loop, dass er die Strikes entsprechend versucht zu finden. Ja, so wie wir es manuell machen, dass wir jetzt nach der Prämie gucken, was ist am nächsten dran und so weiter. Jetzt fängt es hier unten an zu blinken. Und da sehen wir jetzt schon hier, ist quasi die Order drin. Er hat das Ganze gefunden, die Order ist drin und er versucht jetzt diese Anpassung zu machen wie vor. Zack, der ist ausgeführt. Das ging So, schnell. das ging schnell, genau. So, für 2,25 Dollar
Es sind noch ein paar andere Tests, die ich heute gemacht habe in Vorbereitung für das Video, um das zu zeigen drin. Da sieht man hier entsprechend den Spread. Das heißt, der hat einen Short Put gehandelt für 3,10 Dollar, ziemlich nah an Mhm. 3 Dollar dran. Und er hat einen Long Put gehandelt für 85 Cent, genau 50 Punkte darunter. Das ist genau die Differenz. Also das, was wir eben wirklich gesagt haben. Das hat der knallhart durchgezogen. So, wie sieht das in der Options-App aus? Da sehen wir also, dass der jetzt ausgeführt ist. Wir sehen da hinten, der ist running, der läuft jetzt aktuell. Da oben sehen wir auch, dass der auf running steht, ne, und nur noch ein Pending ist. Und wir sehen dann von dieser Zeile hier auch, welche Strikes wurden hier gewählt. Man sieht hier die Strike-Preise auch wirklich live, die ändern sich die ganze Zeit. Zwei von zwei wurden ausgeführt. Der Open Price war 2,25 der Combo. Wir sehen auch hier, wo die Stops drauf liegen. Das heißt, es liegt ein Stop-Loss bei 6,75 auf die Combo. Schauen wir mal kurz rein. Portfolio, da haben wir das. Und da haben wir den Stop bei 6,75 Dollar. Ne? Also alles drin. Ich könnte sogar den Stop-Loss weglöschen. Ja, das wird er auch erkennen und würde den wieder nachsetzen. Also ist auch noch, der passt gut auf, sagen wir es mal so. So, und jetzt sehen wir auch wirklich, wie sich der Preis entwickelt und so natürlich auch hier der Profit, der jetzt aktuell in ein Loss reinläuft, war das beste Timing für den Put-Spread. Der Call-Spread wäre jetzt im Plus, aber darauf kommt es ja nicht an. So, und die Summe von diesem Profit and Losses, die steht dann hier oben auch. Ne? Ist natürlich im Moment genau das Gleiche. Deswegen habe ich gerade gesagt, das ist natürlich halt relativ wichtig, was dann hier entsprechend hier oben steht. Ja? Genau. So, und das mal ein Beispiel von Konfiguration hin bis wirklich zur Ausführung. Ich kann vielleicht sonst auch nochmal eine zweite Sache zeigen, was gerade bei mir live handelt. Genau, ich schiebe das hier mal rüber auf Vollbild. Und da sehen wir jetzt quasi hier, dass in dem Falle ja, das Ganze läuft hier live. Da sind viel mehr Trades jetzt unterwegs, die ich heute alle jetzt wirklich in Reihe geschickt habe. Zwei Stück laufen hier auch schon. Das sind Trades, die auch schon über mehrere Tage gelaufen sind, also nicht nur 0DTE, sondern auch im XDTE. Zwei Stück wurden heute auf Cancelled gesetzt. Und wenn ich hier zum Beispiel auf die Evaluations gehe, dann kann ich eben auch Auswertungen fahren. Ich bin jetzt hier rübergegangen, weil in einem anderen Testkonto, da habe ich natürlich jetzt noch nichts drin. Das heißt, ich kann jetzt wirklich mal, wenn wir unsere 4-Entry-Strategie, die wir benutzen im 0-DTE-Bereich, ganz gute Einsteigerstrategie, wenn wir die mal anwählen und ich sage jetzt, okay, wir schauen uns die mal irgendwo an, zum Beispiel dieses Jahr, also von Anfang des Jahres bis jetzt, dann sehen wir auch so einen kompletten Verlauf. Das heißt, all diese Ausführungen, egal ob ausgestoppt wird, ob es expired, ob es verfällt und so weiter, all das wird hier komplett erfasst, ja, in der ganzen Trade-Liste. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen wir also alle Ausführungen, alle Stops, alle Plus-Minus-Werte. Da oben haben wir auch Statistiken, hier rechts auch und sehe das Ganze eben grafisch auch nochmal aufbereitet, wie die Entwicklung entsprechend war. Ja? Ja, Das heißt, ja, auch die ganze Trade-Protokollierung, die muss man nicht mehr abschreiben oder sowas, sondern auch das geht eigentlich komplett ohne irgendwas zu machen. Man muss nichts kopieren oder sowas, sondern das zieht sich eben alles die Options-App. Das ist das Schöne. ja, Und klasse. vielleicht noch Ich habe eine Sache, ganz kurz zum Sicherheitsaspekt. Der Stop, der liegt jetzt in der TWS an. Das heißt, wenn ich die Options-App ausmache, wenn ich die TWS ausmache, ist es genauso, als wenn ich manuell diesen Stop angehangen habe. Der ist weiterhin noch da. Ne? Also es ist nicht so, dass zwangsläufig die Options-App jetzt laufen muss, weil sonst wird er nicht ausgestoppt. Nee, so ist es nicht. Es ist einfach nur, die manuelle Hand wird quasi dadurch ersetzt. okay. Ihr hattet jetzt SPX und SPY, habe ich gerade gesehen. Du hattest vorhin erwähnt, dass noch mehrere Underlyings dazukommen. Wie habt ihr das in Zukunft geplant und welche werden das sein? Habt ihr da schon Ideen? Ja, also wir werden zunächst einmal noch weiter Underlyings vorgeben. Das heißt, wir werden zum Beispiel den QQQ, den XSP, das ist ja dieser kleine SPX, einführen. Und habe ich noch einen vergessen? IWM und RUT denken wir auch noch drüber nach, wobei die Liquidität hier schon ein bisschen schlechter wird. Da muss man immer gucken, wie gut das auch mit Stops ist und so, was man da noch erlaubt und was nicht. Langfristig wird es so sein, dass man irgendwann vorgeben kann, welches Underlying möchte ich handeln. Das heißt, ich kann mir das raussuchen. Ob das eine Aktie ist, ob es ein Future ist, ob es ein Index ist oder sowas, ist jedem dann selber überlassen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Aber rein von der Basis her ist das eigentlich alles vorbereitet. Wir müssen dann nur so Fälle wie zum Beispiel die Andienung bei Aktien und so weiter, da müssen wir schauen, okay, wie gehen wir natürlich damit um in so einem Fall.
Ja. Ja, ihr seid ja auch erst, sage ich jetzt mal, seit Februar offiziell auf dem Markt. Dafür seid ihr ja schon richtig, richtig weit. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe mir hier schon mal ein paar Sachen währenddessen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Wie sieht das preislich bei euch aus? Wo liegen wir da? Wo liegen die Zuschauer da, wenn die mit Sicherheit begeistert sind von diesem Tool? Ja, Moment, ich habe das hier. So. So, das ist unsere Preisübersicht. Das heißt, es handelt sich um Abos, ne? Mit monatlicher oder jährlicher Zahlweise. Und das Ganze richtet sich hauptsächlich von den Paketen danach, wie viel man denn handelt. So, jetzt ist aber für den normalen Händler, sage ich jetzt mal, der normale Optionshändler, der kommt sehr lange mit dem Basic-Paket aus. Ja, diese 39 € im Monat, kostet jährlich übrigens, da kriegt man 2 Monate immer geschenkt, 390 €. Oh, wow. Mhm. Und hier kann man bis zu 20 Legs, da steht's, eröffnen. Diese 20 Legs sind also wären 10 Spreads oder auch 5 Iron Condors. Das ist ganz wichtig, das sind aber tägliche Eröffnungen. Ja, das heißt, 20 Lecks am Tag. ich kann heute Oh. 20 Legs eröffnen, morgen noch und so weiter, auch wenn die sich überlappen, ne? Also wenn dann insgesamt mehrere Legs laufen, es geht nur um die tägliche Neueröffnungen. Mhm. Ja, also das heißt, mit 39 € im Monat kann man da schon relativ viel machen. Gerade so der 0 DTE-Bereich, da kommt es mal in Frage, dass man die höheren Pakete haben. Deswegen gibt es hauptsächlich diese höheren Pakete, kann man sagen. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, dann seid ihr die einzigen mit dieser automatischen Software auf dem deutschen Markt, richtig? Ja. Ja, Ja. im deutschsprachigen Bereich sind wir die einzigen, die wirklich angeschlossen an Interactive Brokers, übrigens offizieller Partner von Interactive Brokers sind, weil wir auch so eine Lizenz dafür haben, die man braucht. Wir dürfen also offiziell die IB-Schnittstelle benutzen und damit auch kommerziell tätig werden. Mhm. Mir zumindest ist kein anderer deutschsprachiger Anbieter bekannt. Nein. Ja. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich auch deutschen Support, den ihr anbietet. Ja. Wie ist das, wenn da jetzt mal jemand nicht weiterkommt? Habt ihr dann auch ein Zoom-Call-Angebot, dass ihr denen weiterhelfen könnt? Ja, also definitiv. Also wir haben ein großes Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, was den Support angeht für so eine Software, dass wir wirklich selber sehr erfahrene Optionshändler sind im Team und dann natürlich auch einen guten Support geben. Das heißt, man kann per Supportformular, per E-Mail, Discord-Gruppe haben wir auch noch drin quasi, kann man jederzeit an uns treten und wir versuchen natürlich auch, wenn man ein Fehlerzustand da ist oder wenn jemand Probleme hat oder so, sofort dort zu helfen. Und wenn es nicht per Text geht, dann machen wir auch mal einen Zoom-Call. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, geben also auch eine Einrichtungshilfe und sind natürlich daran interessiert, da guten Support zu geben, da zu glänzen, dass die Leute gut aufgehoben sind und natürlich dann auch hier die Options-App langfristig erfolgreich nutzen. Ja, das ist doch klasse. Dann fühlt man sich nicht alleine gelassen, weil das ja doch schon eine ganz andere Geschichte ist, wenn man das alles automatisiert aufgeben möchte, ganz klar. Ja, Ja, wir haben jetzt auch vorhin noch einmal mal vor dem Video miteinander gesprochen, der Sebastian und ich, und uns darauf geeinigt, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, dass wir jeden zweiten Mittwoch im Monat ein Video zusammen rausbringen über die Neuigkeiten, was sich verändert hat, was dazugekommen ist, dass ihr da immer up to date seid. Und wir haben natürlich auch noch ein kleines Goodie für euch rausgeschlagen, weil der Options App und normalerweise ist es so, dass es 14 Tage kostenlos ist, die Testphase, und ihr habt dann 30 Tage, um das ganz entspannt prüfen zu können. Genau. Hast du genau. noch irgendwas hinzuzufügen? Ich denke erstmal nicht. Also wenn allgemein Fragen sind, kann man mich jederzeit kontaktieren. info@optionsapp.de, da kann man auch hinschreiben. Ansonsten auch über dich oder vielleicht auch die Kommentare nutzen hier bei YouTube. Da können wir Unbedingt. ja dann auch beide darauf antworten. Ja, und ansonsten einfach mal die 30 Tage nutzen. Da kann man sehr, sehr viel machen. Man kann es im Paper Trading machen, man kann es auch parallel machen, Paper Trading und Live-Konto, das geht alles. Und einfach mal ein bisschen rumklicken, ausprobieren, sich die Lehrvideos anschauen und dann kommt man nach und nach rein und spart dann auch langfristig sehr, sehr viel Zeit. Wunderbar. Dann nutzt den Link. Ich packe den hier unten auch nochmal unter das Video in den Beschreibungstext, dass ihr auf jeden Fall dann die 30 Tage habt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und passt auf euch und eure Trades auf. Danke, Ciao. dass ich hier sein durfte. Tschüss. Gerne. Ciao.